Und er hat dann eben mit diesem Bild diese abstrahierende Tendenz hineingebracht und es war für die damalige Zeit ein radikaler Stilwandel. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Blickwechsel im Belvedere. Wir schauen uns heute wieder ein Bild aus dem Depot an, das also im Museum momentan nicht zu sehen ist. Es ist das Bild An der Donaulände von Franz Jaschke aus dem Jahr 1903. Ja, es ist ein modernes Großstadtbild Wiens. Wir haben hier eben auch den Donaukanal, den man eindeutig erkennen kann. Es ist ein Blick aus der Vogelperspektive mit den zwei Brücken hier, die Ferdinandbrücke, die heutige Schwedenbrücke, dahinter die Aspernbrücke und es ist sozusagen ein Blick Richtung 3. Bezirk. Und das Besondere ist aber, dass diese Malweise, nämlich er hat es in pointillistischer Manier ausgeführt. Ja, und Pointillismus ist eine Stilrichtung, die sich aus dem Impressionismus heraus entwickelt hat. Und anstelle dieser schnellen, flüchtigen Pinselstriche treten jetzt ganz genau gesetzte Punkte. Und es mischen sich dann die Punkte im Auge des Betrachters und ergeben so den Eindruck von Farbe und Form. Und diese Kunstrichtung, die basiert auf den neuesten Theorien der Farbwahrnehmung und die berühmtesten Vertreter sind Paul Signac und Georges Seurat. Genau, das waren die Franzosen und die haben das wirklich rein wissenschaftlich aufgebaut, die Farbzerlegung in Simultankontrast. Und hier, der Jaschke nimmt es nicht ganz so genau. Ja? Also er hat hier größere Farbflächen, er macht dann einzelne Punkte, aber der Eindruck ist derselbe, es ist so eine flirrende Oberfläche, die er hier darstellt und wir können fast sagen, es ist eine winterliche Stimmung in Pixel. Ja, wenn man sich hineinzoomt, sieht man diese Pixel und das ist das Besondere eben auch, dass er zu diesem Bild ein Sommerbild gemalt hat, also eine andere Jahreszeit und dann nimmt er auch sozusagen das Prinzip der Serie auf, das wiederum von einem Franzosen vermittelt wurde, nämlich von Claude Monet. Na, extrem spannend, dieser ganz starke Einfluss aus Frankreich, wo wir ja wissen, dass Franz Jaschke Wien eigentlich nie verlassen hat. Das heißt, dieser Kontakt zur Kunstmetropole Paris muss über befreundete Künstlerinnen und Künstler stattgefunden haben oder über die Ausstellung in der Wiener Sezession. Genau, du sprichst es an, das ist der wichtige Punkt. Die Sezession nimmt da eine hervorragende Rolle ein. Sie haben jährlich internationale Ausstellungen veranstaltet, um die neuesten Tendenzen aus ganz Europa zu zeigen. Und der Franz Jaschke wurde 1901 selber Mitglied der Sezession. Und das muss man sich vorstellen, er wurde noch im Stil des Historismus ausgebildet. Das heißt, da war man sehr stark am Naturvorbild orientiert. Und er hat dann eben mit diesem Bild diese abstrahierende Tendenz hineingebracht und es war für die damalige Zeit ein radikaler Stilwandel. Und insofern nimmt er hier eine Vorreiterrolle ein. Er war einer der wenigen, der diese Technik aufgegriffen hat. Und weil du sagst, abstrahierend, also Abstraktion, so ungegenständliche Malerei, da gibt es ja verschiedene Formen, zum Beispiel diese sehr impulshafte, gestische Malweise. Und hier haben wir eigentlich genau das Gegenteil, nämlich ein sehr akribisches und konzentriertes Arbeiten. Und ja, man hat fast das Gefühl, dass der Jaschke sich da so richtig ein Konzept im Kopf zurechtlegt, das er dann ganz systematisch ausführt. Ja, das war sicher eine ganz andere, neue Arbeitsweise. Einerseits eben vom Bildaufbau her diese Struktur und Ordnung und je weiter wir unseren Blick hinein versenken, umso chaotischer, flirrender wird eben hier dieser Eindruck des Bildes. Und das ist ein Prinzip, das können wir auch auf unser Leben übertragen. Wir haben auf der einen Seite Struktur und Ordnung, auf der anderen Seite stehen
Spontanität und Zufall. Und beides im Gleichgewicht zu halten, wäre sozusagen die große Herausforderung. Wie seht ihr das? Wie viel Struktur braucht ihr oder wie viel Freiraum lasst ihr zu? Bis zum nächsten Mal bei Blickwechsel im Belvedere.